Viel zu wenige von euch kennen unsere Arbeitsleuchten. Wir haben ein breites Sortiment an Arbeitsleuchten und die sind komplett kompatibel zu eurem Akkusystem. Du kannst dir sogar aussuchen, welches Akkusystem du haben möchtest in diesen Leuchten. Denn wir sind kompatibel mit Bosch, Dewalt, Einhell, Flex, Hikoki, Metabo, Milwaukee und mit Festool. Das ist doch der Hammer, also lasst uns anschauen. Ich muss sagen, wir reden zu wenig über die echten Werkzeugfan-Arbeitsleuchten. Wirklich, das ist für 2 Jahre her, dass ich dazu ein Video gemacht habe. Das war der Wahnsinn. Seitdem haben wir einige Neuheiten rausgebracht und haben nie darüber gesprochen. Ihr habt sie gekauft, ihr habt sie gefeiert, alles schön. Aber ich würde mich freuen, wenn viel mehr von euch das System kennen. Denn ich muss sagen, die Logik dieses Systems ist bestechend und macht total Sinn, gerade in der heutigen Zeit. Warum? Weil sie auch in dem Sinne umweltschonend ist. Du musst nicht andauernd neue Arbeitsleuchten kaufen, wenn du ein Akkusystem wechselst. Aber nochmal ganz langsam. Jetzt nehmen wir mal an, du bist gerade zum Beispiel im Hikoki-System. Dann kaufst du vielleicht diese Leuchte hier und sagst, du nimmst den Adapter, also den Akkuadapter für Hikoki mit dazu. Und dann benutzt du das und so weiter und so fort. Dann später sagst du, nee, ich gehe aber zum Beispiel ins Dewalt-System und möchte mich komplett wieder umstellen. Dann ist es so, dass du ja vorher das Gerät gekauft hast mit Cookie-Adapter und so weiter. Aber du kannst einfach den einzelnen Adapter für 5 € dir bestellen und dann kannst du einfach hier den Adapter rausschrauben, einen neuen Adapter reinschrauben und schon kannst du mit einem neuen Akkusystem hier damit arbeiten. Nichts leichter als das. Und ich muss sagen, das finde ich eine coole Idee und nochmal, ich wiederhole auch nochmal, was alles kompatibel ist. Wir haben Milwaukee, wir haben Makita, wir haben Festool, wir haben Metabo, wir haben Flex, wir haben Hikoki, wir haben Dewalt und wir haben Bosch. Wenn ich richtig gezählt habe, sind es 8 Stück. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich nichts vergessen habe, blende ich dir hier an der Seite nochmal alle kompatiblen Akkus ein oder alle kompatiblen Akkusysteme. Wichtig, es geht hier um dieses 18 Volt Akkusystem, nicht 12 Volt. Aber lasst uns jetzt mal die Leuchten anschauen. Hier habe ich schon gleich ein absolutes Highlight. 360 Grad Leuchte, also wir können hier rundherum leuchten, natürlich auch nach oben und das ist ein richtig krasses Teil. Wir haben jetzt 12.000 Lumen, also das Ding macht richtig hell und haben hier sogar eine Doppelfunktion. Denn wir haben hier einerseits unsere wunderschöne Leuchte an sich mit Akku. Das heißt, hier ist der Akku drin, gucken wir uns auch gleich an, aber wir haben auch eine Stromversorgung über Kabel. Wir haben hier ein 5 Meter Kabel, können wir einfach reinstecken, damit arbeiten. Wir können aber auch mit Akku arbeiten. Das heißt aber auch, dass du das Kabel reinstecken kannst, kannst mit dem Kabel arbeiten. Sollte der Strom ausfallen, springt er auf Akku um. Gar kein Problem. So, jetzt ist es so, dass wir hier unseren Akku drin haben. Wir machen das Ganze auch mal auf. Ja, und ich zeige dir auch mal so einen Adapterwechsel. Also hier sehen wir jetzt die schöne Klappe. Wichtig ist hier auch nochmal, das Ganze ist gummiert, sodass wir hier einen Spritzwasserschutz haben, ja, dass wir hier, wenn wir so leichte Spritzwasser haben, nicht gleich im Akkubereich sind. So, jetzt haben wir hier unseren Hikoki-Akku drin, ja, hat hier wunderbar funktioniert und hier haben wir unseren Adapter. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir wollen den jetzt austauschen, wollen mit Metabo arbeiten und da machen wir jetzt einfach Folgendes und gehen hier drauf. Beziehungsweise machen jetzt nur das. So, dann zack. Das Ganze raus, dann nehmen wir den anderen, setzen das hier ein, so und schon geht es weiter, so. Aber ich will euch zeigen, dass das wirklich rucki zucki geht und auch funktioniert. So, jetzt hier Metabo, rein, ja, Akku rein und dann geht es auch schon los. Achtung, es wird sehr hell. Jetzt wird es wirklich sehr hell, denn wir haben hier 4 Stufen und natürlich aus. Jetzt können wir einfach einschalten und jetzt haben wir hier hellste Stufe, 100%. Jetzt haben wir 25%, 50%, 75% und wir die hellste Stufe und nochmal drücken, dann ist das Ganze aus. Also schon ein krasses Teil mit 12.000 Lumen. Du siehst, du kannst es eben mit jedem Akku, den du so frei auf dem Markt hast, beziehungsweise von den Systemen, die ich hier vorhin eingeblendet hatte, ja entsprechend betreiben. Und es geht auch super schnell im Wechsel. Das Ganze hier kostet 195 €. Und das finde ich ein mega Preis dafür. Übrigens, du kannst es auch benutzen als größten Taschen, ja, als größte Kaffeetasse der Welt, gefühlt hier. Du hast auf jeden Fall hier einen schönen Griff, um es zu tragen, kannst damit in der Gegend rumtragen. Und du hast hier unten noch eine Aufnahme. Denn du hast hier die Möglichkeit, ja, das hier aufzuschrauben. Und dann kannst du hier entweder das Holz oder Stahl, was auch immer, eine Stange einsetzen und das auf eine Stange oder auf einem Stativ betreiben. Ich versuche dir das mal ruckzuck zu zeigen. Ja, wir haben hier
eine Stange vom Gerüstbau. So, setzen die ein. So, wir sehen jetzt hier, wir haben es auf der Stange. Ja, je nachdem, was du halt hier hast, kannst du ja an beliebigen Orten befestigen. Und jetzt hätten wir hier eine Stableuchte. Kommen wir zum absoluten Klassiker, zumindest vom optischen her. Wir haben hier eine ganz klassische Arbeitsleuchte, so wie wir sie eben kennen. Wir haben hier ein Gelenk, damit können wir es nach unten stellen, damit können wir es nach oben stellen. Wir können nach oben strahlen, vor allem auch. Das funktioniert wunderbar. Was ich übrigens wunderbar finde, ist das Thema Farben. Denn alle unsere Arbeitsleuchten, die wir haben, sind in den echten Werkzeugfan-Farben. Das heißt immer unser Blau, unser Rot, unser Aufdruck echter Werkzeugfan. Ich finde es richtig cool. Wenn wir uns die Lampe angucken, wenn wir uns die Leuchte angucken, Gottes Willen, Lampe, Leuchte, ihr wisst, was ich meine, das ist immer so eine Schwierigkeit. Dann haben wir hier hinten Folgendes, und zwar haben wir hier unseren Schalter, da können wir die Leuchte einschalten. Wir sehen hier auch schon, wie voll ist der Akku eigentlich, ja, ist er 100% oder eben nicht. Das ist ein guter Indikator, den wir hier hinten nochmal haben. Dann können wir durchschalten, 75, 60, 20, 25 und so weiter. Jetzt entsprechend aus. Hier hinter oder hier unten drunter versteckt sehen wir natürlich auch den Akku. So. Hier können wir natürlich auch, wenn wir einen größeren Akku haben, zum Beispiel so 15 Ampere-Stunden, 12 Ampere-Stunden, dann passt das hier zwar rein, aber dann passt die Abdeckung nicht mehr. Also bei zu großen Akkus. Wir sehen hier aber auch die Gummidichtung, die wir hier haben. Ja? Alles dabei, alles wunderbar. Und was wir auch noch sehen, ist Folgendes. Wir haben hier, ich mache das mal ganz ab, wir haben hier einen USB-Anschluss und da zeige ich euch mal Folgendes. Ihr könnt damit euer Handy laden. Ja, ihr könnt einfach USB daran und könnt also mit dem internen Akku der Leuchte, während sie auch arbeitet, könnt ihr entsprechend euer Handy laden. Ihr könnt aber auch was ganz Verrücktes machen, wie zum Beispiel sowas wie das hier. Wir können das hier anstecken. Ja? Wir haben hier so einen Akkuadapter. Und wenn wir das machen, wird jetzt Folgendes gemacht. Wir laden jetzt wir laden jetzt hier mit einem, was habe ich hier drin, Metabo, glaube ich, habe ich vergessen. Was immer ich hier drin hatte, mit dem Akku lade ich jetzt den Dewalt 54 Volt FlexVolt. Das finde ich schon eine lustige Sache. Aber das geht halt auch, natürlich sehr langsam, aber es funktioniert. Ja. Falls ihr übrigens das Teil hier nicht kennt, ja, das verlinken wir dir einfach mal unten auch in der Videobeschreibung. Das ist hier so ein kleiner Adapter, ja, der sehr potent ist. Damit lade ich zum Beispiel auch sehr häufig mein MacBook. Das funktioniert selbst damit. Ja, gar kein Thema. Eine Sache möchte ich euch aber auch noch zeigen. Und übrigens nicht nur der Adapter ist da verlinkt, sondern auch alle Leuchten, die wir heute haben, sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da kommen noch ein paar echte Kracher, wie zum Beispiel der kleine hier. Was ich euch aber auch zeigen möchte, ist, hier unten ist ein Magnet dran. Und damit kannst du zum Beispiel genau sowas machen und es dahin leuchten lassen, wo du es möchtest. Und ich sage doch, wir haben für jeden das Passende mit dabei. Hier was ganz anderes, sehr klein handlich, lieber aus hier, sehr klein handlich. Und wir haben hier unten drunter jetzt einen Einhörakku, du kannst natürlich auch Milwaukee Festo, was auch immer unten drunter packen, gar kein Problem. Und das Gute ist, wir haben hier gleich einen Standfuß durch den Akku, haben hier eine schöne Form, ja, die man greifen kann und haben hier einen Kopf, den man dahin drehen kann, wo man es gerade braucht, also bis so nach oben, hier nach unten. Wir haben hier übrigens 580 Lumen. Wenn du jetzt sagst, naja, ich will es aber nicht hinstellen, gar kein Problem. Wir können das Ganze auch hinhängen. Wir haben hier einen Haken mit dabei. Je nachdem, wie du es brauchst, kannst du das Ganze auch drehen, hier am Haken, überhaupt gar kein Problem. Und dahin tun, je nachdem, wie du es entsprechend brauchst. Ja. Ansonsten kein Schnickschnack dran, an, aus, nächste Lampe. Für 145 € mit 5500 Lumen bekommst du genau diese Leuchte. Und die ist schon sehr speziell und deswegen sage ich auch, je nachdem, was du brauchst, ist das hier eine davon auf jeden Fall deine Leuchte. Denn wenn wir uns das mal anschauen, ich gehe jetzt mal auf die Rückseite, ja, dann ist es so, dass du hier die Möglichkeit auch wieder ein Kabel hast oder des Kabels hast. Du siehst auch, das ist ein sehr hochwertiges Kabel, ja, sehr schön gummiert, wirklich kein billiger Scheiß, den wir hier haben. Und du kannst das Ganze also mit dem Kabel betreiben. Du kannst aber theoretisch auch sagen, ach nee, heute möchte ich eher mal kein Kabel. Dann kannst du das hier nehmen, kannst das abschrauben, ja, und dann hast du eben kein Kabel mehr und das Ganze weg. Wir können es entsprechend mit Kabel betreiben und dann haben wir hier Folgendes. Wir haben hier die Möglichkeit, einen weiteren Stecker reinzustecken. Ergo, wir haben jetzt irgendwo eine Steckdose. Ja? Da können wir dann unser Kabel reinstecken. Wir haben hier ein entsprechend langes Kabel. Ich blende dir auch mal hier unten ein, wie lang das ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Dann hast du deine Leuchte vielleicht in der Mitte vom Raum stehen, brauchst da wieder Strom. Gar kein Problem. Hier reingesteckt und fertig. Das Ganze ist abgesichert mit 16 Ampere. Das heißt, du kannst hier wieder 16 Ampere reinstecken und das Ganze als Verlängerung nutzen. Zusätzlich hast du hier natürlich auch die Möglichkeit des Akkus.
Hier haben wir das Bosch-System drin, ja, gar kein Problem. Du kannst natürlich auch Festool und so weiter und so fort benutzen. Ich finde das richtig cool, weil du siehst jetzt hier, wir haben jede Menge verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Akkus. Apropos Akkus, jetzt nehme ich mal irgendein anderes Akkusystem hier, jetzt mal Makita. Eine Leuchte habe ich heute gerade nicht da, die möchte ich euch aber trotzdem zeigen. Und das ist die ultimative Akkuleuchte eigentlich. Und dann ist es so, jetzt kannst du hier draufstecken und hast so eine ganz kleine Klapp-Akkuleuchte. Wir blenden das Ganze ja auch mal als Bild ein. Ich kann dir nur empfehlen, die macht richtig Spaß und ist echt hell für die Größe. Du brauchst diese Leuchte. Wir haben hier 19 Euro. Für 19 Euro ist das Ding der Hammer und du willst das Ding haben. Du brauchst das, du willst das, das ist ein Must-Have. Warum? Wir haben hier eine ganz kleine, guck mal, wie klein die ist, diese kleine Leuchte. Ja, die ist super klein. Wir haben hier 150 bis 500 Lumen. Und das ist nicht dazu da, um den ganzen Raum zu beleuchten, sondern wir haben hier eine schöne kleine Leuchte. Wir haben hier den Knopf zum Einschalten, ja, Stufe 1, Stufe 2. Und dann haben wir auch das hier, das kann so schön vor sich hin warnblinken. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, haben wir hier Folgendes. Erst einmal, wir haben hier einen Magneten. Wir probieren das Ganze mal wieder kurz hier aus und sehen, fest, ja, gar kein Problem. Aber wir haben hier so einen kleinen Karabiner eingebaut. Ja, den können wir hier einfach nutzen, zumachen und das Ganze zum Beispiel an einem Rucksack oder so tragen. Also einfach als, ja, weiß ich nicht, als Rucksack, Beihängsel, wie auch immer, hast du das einfach dabei. Du gehst wandern, du bist unterwegs und so weiter und so fort. Du hast ein Auto, du willst es im Auto reinlegen. Du willst irgendwo mal sagen, ich habe zur Not eine Leuchte oder ich möchte auf mich aufmerksam machen. Ja, das kann im Thema Auto ja auch ein wichtiges Thema sein und das kannst du alles damit machen. Das Ganze hat hier einen USB-Anschluss, das heißt, du lädst es auch mit USB. Hier ist ein Akku eingebaut, das heißt, hier haben wir keine Akkuadapter, brauchen wir in dem Fall nicht. Und damit bist du immer einsatzbereit. Ich finde das auch cool. Wenn du jetzt hier hörst, so. Schön gemacht. Ja, rastert ein, da wo du es haben willst. Du kannst es auch einfach so jetzt hier hinstellen. Ja, so, leuchtet dann entsprechend schön. Du kannst auch nach oben leuchten und so weiter. Ich finde das Ding mega. Es kostet nur 19 Euro. Wie häufig hast du das vielleicht auch schon mal gehabt, dass du Mindestbestellwert nicht überschritten hast oder dass du einfach sagst, ich möchte mir noch was Kleines gönnen. Gönn dir das, das Ding ist richtig genial. Für rund 10 Euro mehr, für 29 Euro bekommst du genau das Schätzchen hier. Das Ganze ist übrigens hier schön Aluminium, ist auch ein echter Handschmeichler, muss ich sagen, sehr hochwertig. Das hier ist auch alles Aluminium, sehr, sehr schön gearbeitet. Und das für nur 29 Euro bekommst du 1200 Lumen. Also das ist schon echt cool. Jetzt kannst du Folgendes machen. Erst einmal, du schaltest es hier an, richtig hell, zack, hell, 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 schwierig. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und dann kommt noch die nächste, nämlich hier vorne ist auch eine Leuchte. Das heißt, wir können es auch so nutzen und dann vorne einfach nur so an diesem Punkt hier was leuchten. Wenn du jetzt sagst, möchtest du es irgendwo hin tun, auch kein Problem. Wir haben hier wieder Magnet Nummer 1 daran oder Magnet Nummer 2. Wir können es dementsprechend auch so betreiben. Auch wäre mit am Start. Was ich richtig cool finde an der Leuchte ist auch, du kannst einfach sagen, naja, brauche jetzt hier mein Licht, arbeite hier, lege es mir aber auch hin, dann geht sie automatisch aus und dann nehme ich sie hoch, geht sie automatisch wieder an. Das finde ich genial. Ja, gut, du sagst, ich lege es mir nur mal zur Seite und schon geht sie aus und wieder an. Hier ist ein kleiner Sensor, der es entsprechend ein- und ausschaltet. Ich muss sagen, Leute, also für rund 30 Euro ist das doch der Hammer. Ihr seht jetzt, wir haben jede Menge Arbeitsleuchten im Programm. Wenn es was Kleines, Einfaches sein soll, vielleicht die kleinen hier, die wir eben uns angeschaut haben, bis zu den richtig großen 12.000 Newtonmeter, wollte ich schon sagen, 12.000 Lumen Monster, was wir hier haben. Was ich wirklich genial finde, ist eben, dass wir hier mit einem Adapter arbeiten können, dass du dir aussuchen kannst, in welchem Akkusystem du sein kannst, hast trotzdem eine passende Leuchte, kannst dann immer noch hinterher wechseln für ein paar Euro. Das finde ich schon echt cool. Ihr schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Mich würde interessieren, wollt ihr vielleicht sogar noch mehr Arbeitsleuchten? Was wünscht ihr euch oder was ist eure Meinung zu den Geräten? Und solange ran an die Leuchte und bis zum nächsten Mal.